Wir sind heute im Kanton Neuenburg unterwegs. Auf dem Programm stehen Mühlen aus dem 16. Jahrhundert, eine Schlucht, eine mittelalterliche Stadt mit Schloss und viele weitere kleine Sehenswürdigkeiten. Kommt mit auf eine wunderbare Reise. Unser Ausgangspunkt ist ein Wanderparkplatz in Neuenburg. Einen Link gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Von dort aus führt der Wanderweg zu unserer Verwunderung erst einmal durch ein Industriegebiet. Doch bald folgt ein drastischer Kulissenwechsel. Es wird merklich grüner. Was wird uns wohl erwarten? So viel sei gesagt. Wir bewegen uns auf geschichtsträchtigem Boden. Wir befinden uns beim Gore du Vauseon. Eine Schlucht dieser Art trifft man in der Stadt wohl nur selten an. Seit dem 16. Jahrhundert wird der Ort genutzt. Die erste Mühle wurde 1559 errichtet. Da deren Mühlräder durch ein Hochwasser zerstört wurden, errichtete man 1614 eine neue, welche über 3 Mühlräder verfügte. Im Laufe des 17. Jahrhunderts erweiterte man den Komplex um eine Sägerei und eine Hammerschmiede. Wegen Baufälligkeit riss man das Gebäude 1937 ab. Die unteren Teile der Anlage blieben jedoch erhalten und wurden mittlerweile restauriert. Von Mai bis Oktober gibt es jeden ersten Samstag im Monat auch Führungen. Das heute noch erhaltene Grand Maison wurde im Jahr 1797 errichtet. Heute beherbergt es ein Restaurant. Doch es ist bei unserem Besuch vor Ort noch geschlossen. Die Peripherie der Mühle ist über ein weitläufiges Areal verteilt. Entlang des Flusses finden sich noch mehrere weitere Mühlräder. Ein interessanter Einblick in die Technik des vorindustriellen Zeitalters. Wir verlassen den Ort. Die Entdeckungstour führt jetzt stadtauswärts in die Natur rund um Neuchâtel. Es geht nun durch die Séan-Schlucht. Steile Felswände sind unsere Wegbegleiter. Bevor der Weg über den Fluss entlang führt, nutzen wir die Gelegenheit und machen einen Abstecher hinunter zu einer Brücke. Wieder zurück in der Höhe wandern wir entlang der beeindruckenden Felsen. Diese begegnen uns entlang des Weges in allen Formen. Die Szenerie der knapp 4 Kilometer langen Schlucht wird immer spektakulärer. Der Felsenpfad ist länger als gedacht. Uns kann das nur recht sein. Ob irgendwann früher Menschen diese Felsüberhänge als Lagerort nutzten? Leider ließen sich darüber keine Informationen finden. Etwas später gelangen wir zu einer Schutzhütte. Sitzgelegenheiten und eine Feuerstelle gibt es hier auch.
Nach einer Trinkpause geht es steil hinab. Flipflops wären auf jeden Fall die falschen Schuhe. Der Wanderweg führt weiter auf schmalen Wegen, so wie es immer sein sollte. Felsen bereichern dann und wann das Bild, während wir über den augenscheinlich ziemlich alten Pfad wandeln. Auf der von uns ausgesuchten Strecke gilt es übrigens, 520 Höhenmeter zu überwinden. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Scheinbar gilt es, schwierige Passagen zu meistern. Für den geübten Wanderer stellt das Ganze jedoch kein Problem dar. Eine gute Gelegenheit, die Trinkflaschen wieder aufzufüllen. Mit dem Ende der Seyon-Schlucht nähern wir uns dem nächsten Etappenziel. Nun stehen wir vor den Toren von Valangin, einer mittelalterlichen Kleinstadt mit Schloss. Schauen wir uns diese mal genauer an. Die Herrschaft Valangin wurde 1150 erstmals in einer Urkunde erwähnt. Noch außerhalb steht die Kirche aus den Anfängen des 16. Jahrhunderts. Geht man durch das Stadttor hindurch, gelangt man in die Altstadt, welche jedoch nur aus einer linken und einer rechten Häuserreihe besteht. Am gegenüberliegenden Ende liegt das Schloss. Wir sind hier beim Château de Valangin. Ein wunderbares Schloss und um einiges größer, als man am Anfang denken mag, wenn man davor steht. Erstmals erwähnt wurde es im 12. Jahrhundert. Im restaurierten Hauptgebäude der Halbruine befindet sich ein Museum. Die restlichen Teile können frei besichtigt werden. Und wie angemerkt, die mittelalterliche Anlage ist um einiges größer, als sie zuerst erscheint. Die Burg war unter anderem im Besitz der Grafen von Arberg. Ihre spannende Geschichte ist geprägt vom Streben nach Unabhängigkeit, was natürlich immer mal wieder kriegerische Auseinandersetzungen mit sich zog. Wer mehr darüber erfahren möchte und wissen will, warum die Burg teilweise zur Ruine wurde, kann sich gerne unser separates Video über das Château de Valangin ansehen. Für uns ist es nun Zeit, weiterzuziehen. Kurz nach dem Betreten der Seyon-Schlucht geht es für uns ziemlich bergauf. An einem ziemlich warmen Tag wie diesem nicht ganz unanstrengend. Wir wandern jetzt wieder in Richtung Neuenburg. Allerdings nicht auf gleichem Wege, denn es gibt noch weitere Etappenziele. Hier ist der Wald besonders schön. Viel vielfältiger, als wir es gewohnt sind. Die Wege sind einfach traumhaft. Etwas ganz besonders Schönes auf dieser Wanderung ist, man läuft ellenlang über schmale Waldpfade. Und immer dann, wenn man denkt, schmaler könnte es nicht werden, kommt noch ein schmalerer. Sehr wild und manchmal fast verwunschen sind diese Wälder. Nur wenig später stehen wir am Fuße des Rocher de l'Ermitage. Eine wundervolle, zerklüftete Felsformation. Als Kind wäre dies ein idealer Ort
fürs Versteckenspielen gewesen. Jetzt genießen wir einfach die Atmosphäre dieses Ortes. Und natürlich auch die sich bietenden Aussichten über den Neuenburger See. Die Magie der Natur ist allgegenwärtig. Und Möglichkeiten für ein offenes Feuer sind gegeben, um an diesem Ort den Abend zu verbringen. Dennoch brechen wir wieder auf. Es liegt noch ein Stückchen Weg vor uns. Schon sind wir wieder im Dickicht angelangt. Einfach herrlich. Und bald stoßen wir auf etwas Geheimnisvolles. Mehrere kleine Stolleneingänge, die sich nach hinten erweitern, säumen den Weg. Vielleicht militärischen Ursprungs? Leider verlaufen unsere Recherchen im Sande bzw. im Waldboden. Für uns bleibt das Rätsel vorderhand ungelöst. Nach diesen Entdeckungen geht es wieder weiter. Nun verbreitern sich die Wege wieder. Es dauert nicht lang und wir kommen wieder in die Nähe der Mühlen. Wir entdecken einen weiteren Zugang zur Schlucht. Der Gort du Vauseant ist schon beeindruckend. Und mit diesen Impressionen endet unsere Tour. Was für eine Atmosphäre! Hört ihr die Vögel auch? Der Sound der Natur. Wir haben einiges gesehen heute, verwunschene Orte, wirklich spannend war es. Wie immer, die Kommentare unten reinschreiben und nun wünsche ich euch eine tolle Zeit und bis zum nächsten Mal.